Herzlich willkommen zu meinem ersten Lernvideo. Ich heiße Andreas Köng und bin Landschaftszeitraffer-Fotograf. Ich zeige euch heute, wie man einen Milchstraßenzeitraffer erstellt. Wichtig beim Erstellen von einem Milchstraßenzeitraffer ist natürlich auch die Vorbereitung. Sucht euch einen Standort aus, wo es möglichst wenig Lichtverschmutzung hat. Am besten in den Bergen. Auch ist es wichtig, dass man bei Leermond fotografiert, weil sonst würde das Mondlicht am Himmel zu Überbelichtungen führen. Für die Vorbereitung empfehle ich euch auch die App Photopills. Im Planer könnt ihr unten durch in der Timeline mit dem Finger durchswipen und seht so genau, wo die Milchstraße durchgeht und könnt entsprechend Bildgestaltung setzen. Jetzt kommen wir zu der Ausrüstung. Wichtig bei einem Milchstraßenzeitraffer ist, dass man eine möglichst rauscharme Kamera verwendet. Wir gehen ja relativ weit hoch mit der ISO und darum ist es wichtig, dass man möglichst rauscharme Bilder generiert. Was auch sehr wichtig ist, dass man ein lichtstarkes Objektiv verwendet. Ich nutze hier ein 14 mm 1.8 von Sigma. Das gibt es für Canon, Nikon und Sony. Es ist in diesem Weitwinkelbereich das lichtstärkste Objektiv, das es gibt. Ich empfehle euch auch eine Objektivheizung. In der Nacht, wenn ihr am Milchstraße fotografieren seid, kann es sein, dass von unten her Feuchtigkeit kommt. Und so wird die Linse vorne innerhalb weniger Minuten beschlagen sein und führt zu unscharfen Bildern. Ich empfehle euch darum so eine Objektivheizung. Man legt die ums Objektiv herum und schließt an einer Powerbank an. Jetzt ist die Objektivtemperatur leicht höher als die Umgebungstemperatur und darum läuft vorne die Linse nicht mehr an. Ihr kommt die Objektivheizung beim Fotokästchen über. Ich verlinke euch das unten entsprechend in der Beschreibung. Jetzt kommen wir zu der Kameraeinstellung. Ich empfehle euch 10 Sekunden Belichtung und ISO 6400. Und natürlich Blende voll offen. Das wäre 1,8 bei diesem Sigma-Objektiv. Ihr könntet natürlich auch längere Belichtungszeiten und mit der ISO runter, aber das wird das Intervall verlängern. Aber glaubt mir, auch wenn ihr mit der ISO ein bisschen tiefer seid, auch dann wird das Bild rauschen. Und das Rauschen werden wir in der Nachbearbeitung entfernen. Wir fotografieren natürlich in RAW. Wichtig ist, dass ihr auch die kamerainterne Rauschentfernung ausschalten tun, weil das wird die Kamera nur unnötig verzögern. Auch die Bildvorschau unbedingt abschalten. Jetzt kommen wir zum Fokussieren. Wir arbeiten natürlich während der Aufnahme vom Milchstraßenzeitraffer immer im manuellen Modus. Am einfachsten ist es, wenn ihr noch fokussiert, wenn es hell ist. So könnt ihr mit dem Autofokus auf unendlich scharf stellen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ihr euch am Himmel einen hellen Stern aussucht und so mit der Fokuslupe manuell fokussiert. Wichtig nach dem Fokussieren ist noch, dass ihr den Fokusring arretiert. Zum Auslösen empfehle ich euch einen externen Fernauslöser. Wir stellen 13 Sekunden ein und 600 Bilder. Wir haben ja 10 Sekunden Belichtung und die 3 Sekunden Pufferzeit braucht die Kamera für die interne Verarbeitung. Das ist sehr wichtig, dass wir kontinuierlich aufzeichnen können. Das ist der Fernauslöser von Gunter Wegner. Ich empfehle den euch, weil er die Kamera sehr schnell auslösen kann. Das ist wichtig für einen effizienten Zeitraffer-Workflow. Auch den kommt ihr über beim Fotokästchen. Ich verlinke das euch entsprechend unten in der Videobeschreibung. Sobald ihr die Kamera eingestellt habt, müsst ihr beim Fernauslöser nur noch Start drücken. Heute Abend geht hier oben die Milchstraße durch. Sie ist gut sichtbar, etwa vom 12 bis um 2:30. Jetzt müsst ihr nur noch zurücklehnen und die schöne Ruhe in der Natur geniessen. Ich wünsche euch viel Spass. Jetzt gehen wir in mein Studio und ich zeige euch, wie man mit LR Timelapse und Lightroom die Nachbearbeitung macht. Wir sind jetzt bei LR Timelapse. Als allererstes
tun ihr alle Bilder in einen Ordner. Ich klicke den hier unten an. Jetzt liest Ella Timelapse die ganze Sequenz ein. Ella Timelapse funktioniert so, dass man hier oben von links nach rechts geht. Hier oben links bei dem Vorschaubild seht ihr jetzt, wie Ella Timelapse eine Luminanzkurve erstellt. So seht ihr, ob alle Bilder gleich belichtet sind. Jetzt könnt ihr hier unten Play drücken und zuerst mal die unbearbeitete Sequenz anschauen. Als nächstes erstellen wir ein Keyframe. Keyframes brauchen wir für die Bilder, die wir nachher in Lightroom bearbeiten. Jetzt speichern. Jetzt ziehen wir mit gedrückter Maustaste die ganze Sequenz zu Lightroom über. Wichtig ist, dass ihr bei Lightroom im Bibliotheksmodus seid. Ich lasse los und Lightroom erkennt die Sequenz. Ich drücke hier unten rechts Importieren und jetzt liest Lightroom die ganze Sequenz ein. Lightroom hat jetzt alles eingelesen und wir drücken auf das erste Bild, das wir bearbeiten. Wir gehen jetzt über zum Entwicklungsfenster und machen jetzt Bildbearbeitung. Als erstes stellen wir das Bild zu 16:9 um. Ich stelle hier unten auf 16:9 und setze den Rahmen. Jetzt könnt ihr das Bild wie gewohnt bearbeiten. Ein bisschen Klarheit rein, ein bisschen Dynamik, ein bisschen Sättigung. Wir setzen die Tiefe noch ein bisschen auf, die Lichter ein bisschen runter und die Gesamtbelichtung noch ein bisschen rauf. Jetzt gehen wir runter zu den Details und geben ein bisschen Rauschreduzierung rein. Wichtig ist, dass wir nicht zu viel hineingeben, weil sonst verlieren wir Details. Wir geben noch ein bisschen Schärfe rein. Jetzt gehen wir zurück im Bibliotheksmodus und wählen alle Bilder an. Jetzt ist wichtig, dass ihr hier unten links nicht wie gewohnt über Lightroom synchronisiert, sondern hier oben über die Ella Timelapse Scripts. Ich mache hier jetzt Sync Keyframes. Jetzt werden Bildeinstellungen bei allen Bildern synchronisiert. Jetzt hat Lightroom alle Bilder synchronisiert. Jetzt speichern wir die Metadaten in den Dateien. Jetzt schreibt Lightroom die ganzen Einstellungen in die sogenannten XMP-Dateien. Das ist wichtig, dass Ella Timelapse die Einstellungen erkennt. Jetzt gehen wir zurück zu Ella Timelapse. Wir drücken als erstes hier oben «Neu laden». Ella Timelapse liest jetzt Einstellungen ein, die wir in Lightroom gemacht haben. Jetzt gehen wir weiter nach rechts und drücken «Visuelle Vorschau». Jetzt berechnet Ella Timelapse eine sogenannte visuelle Vorschau. Das geht ein Moment, weil der Computer im Hintergrund die visuelle Vorschau berechnet. Oben links beim Vorschaubild seht ihr jetzt bei dieser pinkigen Kurve, ob die ganze Sequenz noch Helligkeitsunterschied hat. Das könnt ihr jetzt mit dem visuellen Deflicker entfernen. Drückt drauf und drückt auf Anwendung. Jetzt macht Ella Timelapse im Hintergrund ein automatisches Deflicker. Jetzt hat Ella Timelapse fertig berechnet. Jetzt könnt ihr oben links beim Vorschaubild die bearbeitete Sequenz anschauen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Lightroom. Jetzt gehen wir über den Menüpunkt Metadaten, Metadaten aus Dateien lesen. Jetzt liest Lightroom die Einstellungen, die Ella Timelapse gemacht hat, wieder ein.
Jetzt exportieren wir die ganze Sequenz. Wichtig ist, dass ihr hier links die entsprechende Sequenz anwählt. Jetzt gehen wir zum Menüpunkt Exportieren. Jetzt könnt ihr hier die verschiedenen Auflösungen wählen. Wir gehen jetzt aber ganz einfach auf 4K JPEG. Wir wählen noch den Zielordner auswählen und drücken auf Exportieren. Lightroom exportiert jetzt die 600 Bilder. Lightroom hat jetzt alle Bilder exportiert. Jetzt gehen wir zurück zu Ella Timelapse. Da könnt ihr jetzt die verschiedenen Auflösungen wählen und Codecs. Wir exportieren die jetzt in 4K H264. Jetzt drücken wir Video rendern und Ella Timelapse erstellt eine Videodatei. Jetzt wird das Videofile im Fenster angezeigt und ihr könnt das im Videoschnitt weiterverarbeiten. Ich kann euch hier nur einen einfachen Workflow zeigen. Wenn ihr mehr wissen wollt über Ella Timelapse und Nachbearbeitung, so geht doch auf den YouTube-Kanal von Gunter Wegner. Ich verlinke das euch entsprechend in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zu der Rauschentfernung. Für die Rauschentfernung empfehle ich euch NeartVideo. NeartVideo ist eines der besten Rauschentfernung-Plugins. Ich zeige euch jetzt anhand von Premiere Pro, wie man NeartVideo anwendet. Wir ziehen den Effekt über aufs Videofile, machen das Fenster auf, setzen einen Rahmen, generieren ein Profil, machen bei Flickr ein Häkchen und gehen auf Apply. Da seht ihr jetzt noch den Unterschied mit NeartVideo und ohne. Jetzt könnt ihr im Anschluss noch 2 Milchstraßen-Zeitraffer-Sequenzen bewundern. Das war mein erstes Lernvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut wieder mal rein. Für weitere Informationen schaut doch unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich über das Abo von meinem YouTube-Kanal freuen. Danke vielmals und ciao zusammen.